Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen YouTube-Film. Heute haben wir hier ein Auto, was wir normalerweise von der Qualität eigentlich gar nicht präsentieren würden, aber den präsentieren wir trotzdem. Das Auto ist nämlich aus erster Hand, das macht schon mal besonders. Das ist ein originales Mercedes 280 SE 3,5 Cabriolet. Das Auto ist ein Leben lang bewegt worden. Wir wissen nicht mal, ob der 170.000 oder 270.000 gelaufen hat aber einen originalen Pappdeckelbrief. Es ist ein deutsches Ersthandauto. Und das Besondere an dem Wagen ist, also einmal diese sehr seltene, wunderschöne Farbe, das ist das Moosgrün Metallic. War eine neue Farbserie, die es ungefähr ab 1969 gab bei Mercedes mit Erdbeerrot Metallic und da gab es noch so ein Tunisbeige, das waren so ganz neue Farben, unter anderem auch das. Und dann hat er beigefarbenes Leder. Und auch das Leder ist original in dem Auto. Und die Besonderheit an diesem Wagen, die zeige ich euch jetzt mal. Ich mache euch nämlich jetzt einfach mal die Haube auf und dann werde ich euch mal was erklären, was uns aufgefallen ist, was eine absolute Besonderheit ist. Und das hat eben nicht jeder 3.5er. Viele sind ja übrigens auch Amerikaner gewesen. So, jetzt mache ich mal den Deckel auf hier vorne. So, schaut mal hier. Also hier sind die ganzen Ausstattungscodes. Hier kann man auch sehen, 027 ist immer Original Cabriolet. Aber wenn man hier mal guckt unter Fahrgestell, ich weiß nicht, ob Paul euch das zeigen kann, das ist die Nummer 4500. Es sind aber nur 4.502 Autos gebaut worden. Das heißt, die sind aufgeteilt worden in Coupé und in Cabrio. So, und wir haben eine Liste, wo alle produzierten 3,5 Liter stehen. Sind also 3.250 oder so von, oder 3.200, weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall 1.232 Cabrios. So, und nach allem, was wir recherchieren konnten und was uns auch die Besitzer mitgeteilt haben, das ist der letzte originale 3.5er, der vom Band gelaufen ist. Dieses Cabrio. Es muss dann noch zwei Coupés gegeben haben, die 01 und die 02, aber das ist die 4500. Und das bedeutet, dass das Auto, der 8-Zylinder, der hier steht, das letzte handgefertigte Serienfahrzeug von Daimler-Benz ist. Tja, ich finde, das ist was Besonderes. Und als ich das gesehen habe, auch in dieser Farbkonstellation, der Wagen ist immer bei Mercedes gepflegt worden, der kommt aus Süddeutschland. Der ist nicht einmal am Markt gewesen. War ja immer in dieser Familie, seit Juli 1971 übrigens, dann ist er gebaut worden, ausgeliefert worden. Wir haben Datenkarte, wir haben Pappdeckelbrief. Tja, und genau so ist er gelebt worden, ausgeliefert worden und so haben wir ihn heute auch. Jetzt fahren wir ihn mal. Wie gesagt, der Wagen hat diverse Mängelchen, die zeige ich euch gleich mal. Aber soweit ich das gesehen habe, ich kenne mich ja ein bisschen aus mit solchen Autos, kann man das alles ganz, wenn man das sorgsam macht und vorsichtig, das muss man nicht auseinanderreißen, behutsam restaurieren und dann hat man den wahrscheinlich letzten originalen 3.5er. Und das ist eine Besonderheit. So, nun setze ich mich mal rein. Hier Baureihe 111 027, der hieß Original 280 SE-9 3.5 und zugelassen 12. Juli 1971. Das war das letzte Auto. Finde ich total interessant. Hier kann man auch die Fahrgestellnummer sehen. Hier oben 4500 und bei 4502 war Ende. Das sind die Papiere, die wir haben. So, jetzt wollen wir mal losfahren. Vielleicht oben hoch zur Kapelle, wo es richtig schön ist. Heute mal einen wunderschönen Nachmittag. Also laufen tut er ordentlich, aber ihr könnt hier vorne schon am Armaturenbrett sehen und so weiter. Er ist immer benutzt worden. Wenn das Wetter schön war, hat man das Dach abgemacht. Und ist auch bei schlechtem Wetter gefahren. Und wenn so ein Wagen 50 Jahre lang bewegt wird, dann sieht er ebenso aus wie er hier. Und dann muss man so ein bisschen Restaurierungsaufwand betreiben. Nur, soweit ich das habe feststellen können, der hat ja noch komplett originales Leder, auch hell. Das finde ich übrigens toll, ja. Aber hier nicht, da hängt immer so ein Ding dran. Das ist natürlich schade, jetzt ist hier die Farbe weg. Aber das kriegt man repariert, ohne dass man das Leder erneuern muss. Und das gleiche gilt auch fürs Holz. Wenn ihr da mal guckt, da ist Feuchtigkeit durchs Fenster gekommen, vorne rechts. Das Holz kann man restaurieren. Das muss man nicht erneuern. Das wird abgeschliffen. Da braucht man einen guten Restaurator für Holz. Einen guten Möbeltischler. Da kennen wir aber ein paar Leute, die bekommen das wieder hin. Und im Winter fährt man so einen Wagen ja sowieso nicht. Dann kann man das machen. Das ist halt das, was interessant ist an dem Wagen. Also fahren tut er wunderbar. Der fährt sich wie ein 3.5er fährt. Hat übrigens hier auch diese Lenkradautomatik, Viergangautomatik, könnt ihr hier vorne sehen. Aber überall hier ist so ein bisschen die Farbe weg. Aber wir kennen eine Firma in Göttingen, die hat sich spezialisiert auf das Restaurieren von altem
gutem Leder. Und ich kann euch sagen, ich habe ein sehr langes Gespräch jetzt in Salzburg geführt. Das bekommt ihr alles repariert, ohne dass man es erneuern muss. Das heißt, der Wagen hat ja noch das seltene Rose-Leder. Das ist in einem Zustand, was man restaurieren kann, was man nicht wegwerfen muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil damit erhaltet ihr den Charme eines solch schönen Original-Cabrios. Also vom Fahren kann ich mal sagen, läuft er toll. Was übrigens auch eine Rarität ist, das ist nicht nur die Farbe Moosgrün Metallic, die relativ selten ist und wunderschön, wie ich finde, sondern der hat auch das grüne Stoffdach oben. Und das haben wir herausgefunden auch, dieses grüne Dach war bei Bestellung vorhanden. Also die meisten waren ja schwarz oder braun, die meisten Dächer. Aber von einem 3,5 Liter ein grünes Dach zu haben, ist echt selten. Das sieht natürlich mit der Außenfarbe also wirklich toll aus. So, wollen wir mal sehen, wie er fährt. Soweit ich weiß, hat er auch Matching Numbers, hat hier vorne das Bäcker Europa drin. Wie gesagt, Datenkarte ist da, jetzt muss ich mal gucken. Hier, Antenne funktioniert sogar. Hat eine elektrische Antenne. Ja, Musik geht auch, prima. Machen wir mal wieder runter. Also es ist ein Wagen, das kann man dem Auto ansehen, der ist immer nur gefahren worden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der läuft schön. Auto, was wunderbar marschiert. Also wenn man mal so schätzt bei so einem Auto, ich kann das nur ganz grob sagen. Also entweder steckt man hier 5.000 bis 10.000 Euro rein und man erhält ihn am Fahren, wie er bisher immer. Er ist halt weitergefahren worden, das kann man machen bei dem Auto. Wenn man jetzt ein bisschen pingeliger ist, kann ich mir auch vorstellen, dass hier 30.000 bis 50.000 reingehen, aber dann. Wenn ihr euch heute mal die Preise beim 300 SL anschaut, also sagen wir mal, Baujahr 63, die kosten 2 Millionen Euro. Wenn ihr einen normalen 300 SL habt, Baujahr 57, dann kostet er vielleicht 1 Million, also sagen wir mal fast die Hälfte. Und das dürfte sich bei so einem Auto auch immer weiter entwickeln, weil die Autos ja sehr, sehr selten sind. Von denen sind weniger gebaut worden als vom 300 SL. Und es ist halt ein relativ modernes Auto schon. Hat einen großen Kofferraum hinten. Ja, da geht die Lichtmaschinen-Ladelampe an. Naja, das sind so Sachen, aber nur, ja, das vielleicht der Keilriemen vorne rutscht oder irgendwie sowas kann sein. Aber fahren tut er gut. Ich weiß, wie sich 3,5 Liter fahren. Der zieht schön ab. Er hat Kraft. Das ist ein Auto, was man merkt, dass der immer bewegt wurde. Ein Auto, was sehr schön fährt. Und ich persönlich finde die Farbkonstellation finde ich sehr schön. Dieses schöne Holz. Er hat kein Wurzelholz. Finde ich, passt total gut zu dem cremefarbenen Leder hier vorne. Also wenn das hier detailliert und sorgfältig aufgearbeitet wird, ich sage mal, für so ein Auto würde ich mir vielleicht 2 Jahre Zeit geben oder 3, aber dann hätte ich ihn wieder perfekt, hätte noch die ganzen originalen Materialien, ich würde immer das im Winter machen und hätte halt eben wirklich ein Top-Auto. Und vor allen Dingen die Nummer 4500 und das macht es eigentlich. Und deutsche erste Hand bekommt man ja noch auch nicht jeden Tag bei so einem Auto. Meistens sind ja seinerzeit in die USA geliefert worden. Das Auto hier ist niemals am Markt gewesen. Wir waren auch überrascht, als wir den angeboten bekommen haben und sehen plötzlich in der Garage so einen Wagen stehen, wobei ich sagen muss, den haben wir schon ziemlich sauber gemacht. Also der sah wirklich gebraucht aus. Ich bin auch der Meinung, dass irgendwie in den Zustand 3, so schätze ich den im Moment ein, sagen wir mal 3 minus, 3 plus, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Das ist ein Auto, wo Arbeit dran ist, aber er läuft gut. Die Historie ist perfekt bei dem Auto. Er hat eine wunderschöne Farbkonfiguration, wie ich finde. Die gibt es ja auch in Tabak, die Autos oder so, das kann man auch gut finden. Aber so dieses Moosgrün mit Hellen finde ich für ein Cabrio traumhaft. Vor allen Dingen ist alles richtig so, der ist so ausgeliefert worden. Wir haben das alles überprüft auf der Datenkarte. Hier natürlich flattern die Dinger rum, klar, das Auto ist was gelaufen. Da ist natürlich der Stoff hier ein bisschen porös, aber sowas gibt es heute neu. Das kann man fein reparieren, ohne dass man es restaurieren muss komplett. Alles auswechseln. Und das ist, was ich wichtig finde. Das Auto hat alle Utensilien noch in einer Qualität, dass man es nicht erneuern muss, sondern vorsichtig reparieren kann. Man kann es in Ordnung bringen, ohne dass der Charme dieses Autos wegrestauriert wird. Das ist heute das größte Problem. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, nee, wir müssen alles neu haben und so. Das ist ein großer Fehler. Darf man bei so einem Auto nicht machen. Man bekommt den nämlich so authentisch nicht wieder. Also laufen, Paul, tut er gut. Ne? Kann man nicht, ach hier, das Blinkerrelais ratterte eben. Naja, das sind so ein paar Dinge. Das Auto ist jetzt in die zweite Hand gegangen, in den Sohn. Und ich glaube, der hat nicht mehr so richtig Lust. Sein Vater ist ein Leben lang mit dem Auto gefahren. Wollen wir hier oben mal stehen bleiben?
Jetzt wo die Wiese gemäht ist, sieht das doch toll aus, ne? Oder? Ja, also wie gesagt, noch mal ein bisschen was zum Interieur. Ich habe mir das natürlich vorher genau angeguckt. Also der Teppichboden schwarz ist der Originale. Der ist auch gut erhalten. Der hat die Farbe leicht verändert. Kann man aber eigentlich lassen. Hier vorne, das muss man schön reinigen. Es gibt Lederauffrischungsmittel, ohne dass man es lackiert. Das darf man nicht machen, dass man das alles wieder wegbekommt hier. Das ist aber alles nicht zerstört. Das ist einfach nur benutzt. Und das kriegt man hin. Auch hier ist wahrscheinlich mal der Teppich abgegangen oder kaputt gegangen. Da gehört der schwarze Stoff rein. Das ist dieses Klebstoff, was man hier vorne sieht. Auch das kann man schön reinigen, aufarbeiten. Hier vorne 4 elektrische Fensterheber, ist beim Cabrio gut, man sieht auch hier das Lenkrad nicht. Das muss man halt mal abbauen, da ist der ganze Dreck drin. In den letzten 50 Jahre leichte Risse muss man lassen, aber ist das originale Lenkrad und es ist nicht kaputt. Ist einfach nur schmutzig. Das gleiche hier vorne, das Holz ist nicht beschädigt, das muss einer abbauen hier vorne, der das vernünftig restauriert. Das ist machbar. Aber das sind alles Dinge, ich sag mal, man sieht, wie so ein schöner originaler Mercedes wieder wächst und erblüht. Das finde ich toll. Das ist auch eine echte Arbeit. Aber die Grundkonfiguration bei dem Auto war klasse. Finde ich total schön, total edel und die kann man erhalten. So, jetzt steigen wir mal aus. Jetzt gehe ich mal ein bisschen hier. Mein Fahrersitz, den will ich ja auch mal zeigen. Schaut mal hier, da sind überall Risse. Das ist aber das originale Leder und das kriegt man wieder so repariert, dass man das nicht mehr sieht. Das ist heutzutage möglich. Das wird auseinandergebaut, da kommt was drunter, dann wird das fein überarbeitet und dann habt ihr immer noch das originale Rose-Leder, was in einem Top-Zustand ist. Und wenn wirklich mal was kaputt gehen sollte bei so einem Leder, schaut mal hier, da hinten, das ist so ein kleiner Tipp, ist das originale Rose-Leder noch in großen Bahnen vorhanden. Da müsste hier neues Leder rein, das sieht man bloß kaum. Da benutzt man das alte Leder wieder vorne für die Bahnen. Und jeder meint, ihr habt komplett originale Ledersitz. Also so macht man das. Kopfstützen hat er auch, die sind auch noch in einem tollen Zustand, das könnt ihr sehen. Die Rücksitzbank hier unten finde ich auch, die hintere, die ist auch in einem schönen Originalzustand. Kann man alles belassen, das ist nicht kaputt. Man muss halt eben mit Detailarbeit gucken, dass man den Wagen besser macht. So, jetzt gehen wir mal kurz raus aus dem Auto. Jetzt schaut euch mal dieses wunderschöne grüne Cabriolet an, hier auf grüner, frisch gemähter Wiesen hier in Bayern. Wie toll der Wagen aussieht. Der hat die original amerikanischen Scheinwerfer, die waren damals Serie beim 3.5er, auch in Deutschland. Er ist ja im Unterschied zum Hochkühler, hat er hier schon Gummi in den Stoßstangen, das könnt ihr sehen. Aber auch die Stoßstangen, die sind alle in einem guten Zustand. Und was mir aufgefallen ist, dass der Chrom neuwertig ist. Der ist nirgends kaputt. Ich nehme an, dass das Auto nie schnell gefahren wurde. Er ist wahrscheinlich immer nur in schöner Gegend bewegt worden, bei schönstem Wetter. Dann sieht so ein 3.5er so aus. Dann hat er so ein schönes Gesicht. Also all diese Teile, die öfter mal kaputt sind, die sind bei dem Auto nicht kaputt. Sowas ist ja richtig teuer. Also wenn ihr da kaputte Stoßstangen habt oder einen kaputten Kühler, der kostet sehr viel Geld. Das meiste kriegt man gar nicht mehr. Aber hier kann man besonders gut sehen, was für eine tolle Farbkonfiguration der Mann damals gewählt hat. Das grüne Verdack mit dem beigen Leder. Jetzt müsst ihr euch nur vorstellen, das Auto ist im Detail wieder restauriert, ohne erneuert zu werden. Dann habt ihr eines der schönsten 3.5er überhaupt, die es gibt. Und dann auch aus erster deutscher Hand. Also ich meine, das ist es wirklich wert. Und wir sind auch mit dem Auto gar nicht so teuer. Gibt ja heute, wird ja mal gerne 400.000 verlangt und drüber. Da sind wir bei weitem nicht bei dem Auto. Da steht zwar eine 3 davor, aber eine wirklich erträgliche. Und es ist ein wunderschönes Fahrzeug, nicht? Einer der schönsten 111er Cabris überhaupt. Ich habe übrigens gefragt, wo hinten die Zeichen sind. Da gehört ja drauf 2.8 CSE 3,5. Der Sohn hat mir gesagt, das hat mein Vater nie drauf gehabt da hinten. Der hat immer so ausgesehen. Ich finde, das gehört da hinten drauf, aber gut, okay, so what. Die Fuchsfelgen hat er auch original und das sind auch noch die echten, weil ich weiß, wenn die mal beschädigt waren, dann sind die blau unten vorgekommen, warum auch immer. Und das hat er auch teilweise, leichte blaue Punkte. Das sind die Fuchsfelgen, die bei Auslieferung drauf waren. Und wenn die wieder perfekt lackiert werden, sieht man das nicht. Spaltmaß ist soweit recht in Ordnung. Auch der ganze Chrom hier oben, finde ich, ist in einem sehr guten Zustand. Also wenn diese Autos feucht stehen, dann habt ihr hier überall Pickel. Schaut euch das mal an, das ist gut. Kann man echt lassen. Hier ist natürlich abgewetzt, aber das kriegt ihr wieder in beige hin. Und das ist das schöne alte Leder, das ist nicht kaputt, zerrissen oder irgendwas. Das ist ein Auto, das kriegt man wieder perfekt hin. Und das ist das Interessante an diesem 111er Cabrio. Hat natürlich logischerweise keine Klimaanlage. Wozu auch? Ist ja ein deutsches Auto. Hat man entweder so Cabrio Dach ab oder man hat die Fenster runter gemacht. Ja, toll, ne? Also ich finde den ja total toll auf der Wiese. Ein wunderschönes Auto.
Da sieht man zwar die beiden Farben, der muss irgendwann mal nachlackiert worden sein. Auch das kann man beheben. Also ich sag mal, wenn man das Auto wirklich perfekt machen will, ist man mit 30.000 bis 50.000 Euro vermutlich dabei. Vielleicht sind es 25.000, vielleicht sind es 35.000, ich weiß es nicht. Wenn jemand sowas selber macht, abends mal eine Heimarbeit, dann ist es vielleicht günstiger. Da gehören satzneue Schrauben drauf, die sind angegammelt auf den Felgen. Er ist halt immer gefahren worden, nicht? Und das ist eigentlich das Schöne an dem Wagen. Gut, Öldruck, hier steht 54.000, aber wir wissen im Moment nicht, ob 154.000 oder 254.000. Maschine läuft sehr schön, kann ich nie anders sagen, schaltet gut, bremst gut. Aber es kann auch durchaus sein, dass hier ein paar Tausender in die Technik mal kommen müssen, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Sohn hat sich die letzten Jahre nicht mehr richtig drum gekümmert, nachdem sein Vater gestorben war. Der war ja der Erstbesitzer und hat mir jetzt gesagt, gut, der steht immer rum, ich brauche ihn nicht mehr. Und da haben wir gesagt, komm, so einen schönen originalen Wagen, den holen wir uns. Also das Auto lebt richtig und hat gelebt und das spürt man. Das merkt man übrigens auch beim Fahren. Das merkt man bei so einem restaurierten Auto nicht. Da weiß man immer nicht, was ist und was man da hat manchmal. Hier spürt man, der war immer bei Mercedes in Pflege. Der läuft schön, da ist immer viel dran gemacht worden. Der Zustand ist halt durchschnittlich, aber wahrscheinlich das letzte Cabrio. Und das ist die Rarität. Ja, noch mal ein bisschen was zu den technischen Daten. Er hat 200 PS, 3,5 Liter Hubraum, war eine 8-Zylinder-Maschine drin, war ungefähr in 8,5 Sekunden auf 100, ist 205 Stundenkilometer schnell gewesen, war eigentlich die ultimative Maschine. Anfang der 70er Jahre ist gebaut worden bis 71 und später dann noch in der Modellreihe 116, dem 350 SE, gebaut worden bis 1980. Und selbst die Motoren nachher noch bis zum 500 SE hatten im Prinzip als Grundmodell dieses Triebwerk. Eine ganz, ganz erfolgreiche Mercedes-Maschine, aber in seiner schönsten Form von allen. Das war das 3,5 Liter Cabrio, der letzte in Hand gearbeitete Daimler. Jedenfalls mal vom 600er abgesehen, das war ja ein Serienmodell hier. Ja, genießt noch mal, wir haben schönes Herbstwetter jetzt heute hier bei uns, deswegen haben wir den Tag mal genutzt, um so ein schönes Cabrio noch mal rauszunehmen. Weil die nächsten Tage wird das Wetter schlecht, da haben wir wohl auch den ersten Schnee hier. Ja, was fällt mir sonst noch zu diesem schönen 3,5 Liter Cabrio ein? Das kann man ungefähr so beschreiben, so wenn man alte Schuhe hat und die lange trägt, dann macht man da gar nicht mehr raus. Und das Auto ist so ein bisschen wie so ein alter ausgetretener Schuh, den man lieb gewonnen ist. Der fährt super, man merkt, der sitzt und passt perfekt. Man möchte ihn eigentlich immer fahren, weil währenddessen, wenn man sich neue Schuhe kauft, die kneifen ein bisschen, die tun weh, aber der läuft echt super. Man merkt, dass der immer gefahren ist, man merkt, der war immer in guter Pflege, aber er ist auch wirklich benutzt worden. Also das ist das Thema mit dem alten Schuh, ausgelaufen, ausgetreten, aber hat man 20 Jahre und man geht damit am besten. Das ist der Wagen hier, das ist unser 3,5 Liter. Und was halt eben als Besonderheit da dazu kommt, ist wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit das letztgebaute Auto. Denn das hat ja auch der Besitzer immer von sich gegeben. Warum sagt er das? Das wird man ihm bei Mercedes gesagt haben. Und man sieht es anhand der Nummer auch. Die Nummer 4500. Bei 4502 war Schluss und es waren höchstwahrscheinlich 2 Coupés. Weil die haben mal Coupé und mal Cabrio, die liefen immer so, wie sie ausgeliefert wurden. Oder produziert worden, mal als Coupé, mal als Cabrio. Und das ist halt ein Original-Cabriolet. Und man kann nur hoffen, dass das Auto in eine Hand kommt, jetzt durch uns, die das auch zu schätzen weiß. Aber davon gehe ich aus. Wir haben ja wirkliche Freaks bei uns in der Kundschaft, die sich auskennen, die immer auf solche Besonderheiten warten. Und da steht mal fest, das Auto ist eine absolute Besonderheit. Und fahren tut er toll. Also schau mal hier, wie schön der läuft. Und das Ding hat auch richtig Leistung, der geht richtig nach vorne. Den Wagen kann man richtig sportlich fahren, er ist gut gefedert. Mir ist aufgefallen, dass er hinten ein bisschen tief hängt. Das mag ein bisschen an der Ausgleichsfeder hängen. Da muss man die halt erneuern. Die hatten immer das Problem, dass sie mit der Zeit weich wurden. Aber so laufen, lenken, bremsen, wunderbar bei dem Auto. Auch wieder eine Empfehlung von mir, aber es ist natürlich auch so, wir nehmen nur Autos bei uns an, die uns wirklich gefallen, wo wir wirklich sagen, die sind gut und interessant. Und guck mal, wie der abzieht, der läuft da klasse, ne? Das ist ein richtig gutes, eingefahrenes Auto. Der zieht wunderbar an, Maschine läuft gut.
Wahrscheinlich braucht er immer Kerzen und Luftfilter und Öl und all sowas, das ist ja klar. Aber man spürt, dass der immer im Einsatz war. Das Problem bei solchen Cabrios, wenn die einmal auseinandergenommen werden und dann wieder bei irgendwelchen Restaurierungswerkstätten zusammengebaut werden, dann kommen da noch Teile ran, die da was weiß ich wo gebaut wurden, aber keine Daimler-Benz Originalteile sind. Man spürt, dass das nicht mehr der Mercedes ist, wie er mal ausgeliefert wurde. Und das merkt man bei dem Auto. Das passt ja alles bei dem Wagen. Hier muss nichts weggeworfen werden und nichts ersetzt werden, bloß nicht. Wäre eine Todsünde bei dem schönen Wagen hier. Also es ist ein 3.5er zum Fahren. Wir haben ja viele Kunden, die haben im Süden Europas, in Spanien, in Griechenland ihr Domizil und die suchen sowas, um dann da auf der Insel ohne Salz zu fahren oder im Süden. Da ist das hier genau das richtige Auto. Genau das kann man einsetzen. Man hat ein viersitziges Cabrio. Nimm das zu Wabe, der macht mal das Dach drauf, der hat hier herrlich schönen Zug an der Seite, ohne dass es zieht, also frische Luft meine ich damit natürlich. Und laufen tut der wirklich toll, der Wagen, also einmalig. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut der läuft. Also ich kenne diverse restaurierte Autos, die laufen nicht so gut wie er. Der läuft klasse, der Wagen. Hier passt alles an dem Auto. So, das war mal wieder 18 Kilometer Probefahrt mit einem wirklich schönen 3,5 Liter. Mit 200 PS, wiegt 1,7 Tonnen, ist auch ein Original-Cabrio. Gibt ja auch einige abgeschnittene, das haben wir nicht, das ist ein echter. Und ich muss sagen, hat mir bei dieser schönen Frühherbst-Stimmung auch wirklich Spaß gemacht, damit zu fahren. Da vorne haben wir Beuerberg. War echt eine schöne Probefahrt. Ja, eigentlich müssen wir den durchfahren und zusammen. Nee, das ist nicht zu. Da muss aber der 230er noch rein. Wir fahren den mal rein jetzt. Ne? Ja, hier ist unsere Garage. Wir fahren jetzt mal direkt rein. Das ist übrigens interessant. Da vorne haben wir direkt vor uns einen 3.5er stehen, der voll restauriert ist. Mit dem werden wir auch die nächsten Tage mal eine Fahrt machen. Das ist eine völlig andere Welt aus der gleichen Farbserie. Schon mal hier, Lampe anmachen. Nee, geht nicht. Geht nicht. Und mal hier. Naja, da sieht man nicht so viel. Das ist Brillantrot Metallic da vorne. Auch eine tolle Farbe, aber voll restauriert. Ist eine andere Welt, aber gibt es auch bei Cargold. Ja, also Jungs, tschüss, alles Gute. Jungs und Mädels muss ich ja sagen. Bis zum nächsten Mal. Freue mich schon auf euch und gebt mir immer alle Mühe. Ciao.